Hey Jay-Z, Hey MJ. wieder zurück für eine weitere Episode von Marcel's Hockey School und heute tatsächlich ein Special Request Video von einem meiner Zuschauer. Er wollte wissen, ob ich ein Video machen kann, ob wir ein Video machen können, wie man schlechte Pässe annimmt. Und Jay-Z, ich glaube, das ist eine super Idee, weil ganz ehrlich, im Spiel kommt wirklich nicht jeder Pass auf den Schläger, aber trotzdem muss man sich versuchen, irgendwie anzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Also solche Scheiben, die nicht optimal kommen, darf man nicht zu schnell aufgeben. Und es gibt auf jeden Fall Wege, wie man es trotzdem schafft, die Scheibe noch zu verarbeiten. Und es kann einen Unterschied machen zwischen vielleicht ein Gegentor oder eine Torchance für dich oder sogar mal ein Tor für dich. Wenn der Puck vielleicht in deinen Schlittschuh kommt, du kannst es schnell verarbeiten auf deinem Schläger und schießen oder du verlierst einfach die Scheibe. Also wir zeigen euch einige Methoden, schlechte Pässe aus unterschiedlichen Richtungen heute anzunehmen. Bist du bereit? Ja. Let's go! Also zuerst machen wir das Einfachste. Man ist im Stand und der Puck kommt irgendwie hier in die Mitte. Das ist sehr schwierig mit den Schläger anzunehmen. Also sollte man einfach üben, das mit den Schlittschuhen anzunehmen. Pass kommt, Kick, auf meinen Schläger, Pass zurück. Pass kommt nochmal, Kick, auf den Schläger, nochmal zurück. Man muss einfach schauen, wie man den Fuß anwinkelt, damit es schnellstmöglich auf den Schläger wiederkommen. Machen wir einmal rechten Fuß auch, ein bisschen anders. Drehe meinen Fuß ein bisschen mehr nach außen in diesem Fall, weil ich möchte, dass die Scheibe so schnell wie möglich auf meinem Schläger kommt. Gibt auch manchmal Fälle, wo man seitlich steht und der Puck auf die Schlittschuhe kommt. Das sollte man natürlich auch üben. Also ich stehe jetzt seitlich zu Julia und versucht, meinen Fuß entsprechend anzuwinkeln, dass die Scheibe sofort Richtung Schläger abprallt. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Wow, das war ein bisschen schwierig, nicht so schlimm. Andere Seite. Und sowas sollte man natürlich auch aus dem Lauf können. Julia steht jetzt drüben und ich werde jetzt aus dem Lauf versuchen, diese schlechten Pässe anzunehmen. Ah! Mist! Den hätte ich wirklich haben müssen, muss ich mehr üben. Bisschen schwieriger, muss meinen Fuß ein kleines bisschen mehr anwinkeln. Wie ihr seht, aus dem Lauf natürlich schwieriger. Man muss mit dem richtigen Winkel spielen und natürlich kann man den Fuß total quer anwinkeln, wenn man läuft, sonst fällt man hin. So, was macht man, wenn der Puck noch weiter hinten kommt? Man kann natürlich jetzt nicht mehr mit dem Fuß ankommen. Auf rückwärts drehen ist wirklich suboptimal. Aber was man auf jeden Fall machen kann, wenn der Puck hier ist, ganz nach hinten gehen mit dem Schläger und entweder einfach vom Körper ziehen oder auch zum Beispiel durch die Beine. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen schwieriger, aber man kann auch eine Hand loslassen. Da würde ich die Scheibe weniger annehmen mit dem Schläger, aber versuchen Sie einfach, boom, nach vorne zu schlagen. Und die zwei Optionen probieren wir jetzt. Boah, ja. I should have got it still though. Und ich finde hier vor allem einen harten Pass unheimlich schwierig
weich anzunehmen in meine Hand. Hau sie einfach nach vorne. Es muss nicht hübsch sein, es muss einfach nach vorne gehen. Auch eine Möglichkeit, noch einen schlechten Pass zu verarbeiten, ist, wenn man sich Richtung Bande anbietet und der Pass kommt in den Rücken rein, dass man die Scheibe erst an die Bande gehen lässt und sie von der Bande dann mitnimmt. Man muss natürlich ein bisschen gucken, Schulterblick, dass man auch weiß, was vor einem passiert, dass man da nicht ins Verderben rennt. So, Jay-Z, bring die genau auf deine Schläge, Jay-Z. Oh Mist, aber gut angenommen. Der Pass war aber schlecht. Ich hoffe, dass es dieses Mal ein bisschen besser spielen kann. Okay, ich baue mit Jay-Z auf. Oh, 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 zu spät. Oh Mist. Aber hat sie wieder schön angenommen. Sie hat ja nicht gedreht. Sie wusste einfach, wie die Bande hier ist. Und sie einfach super angenommen. Und das kann man natürlich auf beide Seiten machen. So, Jay-Z, letzte Sache, und wir coachen beide oft im Nachwuchsbereich und oft gibt es Befreiungsschläge oder irgendwie Lüpfe, die auf den Körper kommen. Was machen die meisten Kids im Nachwuchsbereich, wenn der Puck hoch auf ihnen zukommt? Die meisten Kinder versuchen dann mit dem Schläger den irgendwie aus der Luft zu Ein fischen. bisschen Winky-Winky machen, das wollen wir vermeiden. Man sollte lernen, einfach schnell den Hand loszulassen. Das üben wir erstmals aus dem Stand und dann natürlich auch in der Bewegung. Man darf den Hahn nicht komplett zuschließen. Das wird dann abgepfiffen. Einfach schnell runterhauen. Das ist erlaubt. Natürlich auch mit beiden Händen. Nicht so schlimm. Und jetzt mit ein bisschen Bewegung. Und der Hand ist auch viel sicherer wie... Oh, war dasselbe verwirrt. Der Hand ist viel sicherer wie den Schläger, auch wenn das auch natürlich manchmal klappt. So, im Spiel muss man natürlich ganz schnell entscheiden, wie man einen schlechten Pass annimmt. Wir haben euch jetzt die Werkzeuge für die Werkzeugkiste gegeben und jetzt werden wir uns einfach gegenseitig schlechte Pässe zuspielen. Es ist egal, wie wir sie annehmen. Hauptsache, wir nehmen sie an und sie kommen schnell auf den Schläger. Ready, Jay-Z? Auf geht's. Alright, let's go! Oh, there we go. That's nice. We're flying. Puh. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. So, das war's für schlechte Pässe annehmen. Sehr wichtiger Skill. Übe unterschiedliche Sachen im Training, weil im Spiel, man kann nicht sagen, jetzt nehme ich den Pass mit dem Schlittschuh an oder mit dem Schläger hinter mir. Es muss einfach in einer Millisekunde entschieden werden. Das ist oft der Unterschied zwischen einem guten Spielzug und einem Scheibenverlust. Jay-Z, ich glaube, wir sind ein bisschen platt jetzt, Ja, aber vielen Dank für deine Hilfe. sehr gerne. Bis zum nächsten Mal bei Masters Hockey School.